Hallo meine lieben Nähfreunde, wir sagen den Stoffresten heute wieder den Kampf an. Ich habe hier ganz viel Jersey-Stoffreste und ich habe für euch ein gratis Schnittmuster mitgebracht. Also ich habe hier wirklich sehr viele Jersey-Reste, zum Beispiel auch so längliche, wenn der Stoff einfach ein bisschen länger war als das, was ich zuschneiden wollte, oder auch eher so quadratische. Aber dieser Jersey-Stoff ist einfach viel zu schade, um den jetzt wegzuwerfen. Deswegen nähen wir heute diese süße Hülle passend zur Toniebox 1. Schaut mal, hier habe ich ein Modell mit einem Erdbeerstoff genäht. Daraus habe ich mal ein Shirt genäht und jetzt passt die Toniebox auch noch perfekt zu dem Shirt. Dabei hat die sogar noch eine kleine Applikation bekommen. Die ist im Schnittmuster übrigens auch dabei. Da könnt ihr noch mal einen richtig kleinen Rest benutzen. Was es auch noch im Schnittmuster gibt, ist eine kleine Tasche. Da passt dann so eine Hörfigur mit rein zum Transportieren, falls man mal unterwegs ist, zum Beispiel mit dem Auto. Die Hülle ist übrigens auch wirklich einfach zu nähen. Das heißt, jeder Anfänger bekommt die auf jeden Fall hin. Und wenn ihr kleine Fehler macht, ist das nicht schlimm. Dadurch, dass die dehnbar ist, hier, schaut mal, verzeiht ihr euch auch wirklich jeden Fehler. Dabei könnt ihr die wirklich komplett individualisieren und die zum Beispiel auch einer Saison anpassen. Zum Beispiel könnt ihr hier auch Herbstmotive benutzen oder weihnachtliche Motive. Und die Kinder schaffen das auf jeden Fall hier auch selbst, ihre Toniebox umzuziehen, weil man die einfach nur überzieht. Und so können die dann immer zur Saison passend dekoriert werden. Jetzt zeige ich euch als nächstes mal, wie ihr die zuschneiden könnt und welche Reste ihr benutzen könnt. Übrigens gibt es hier sogar 2 Schnittmuster gratis, denn ihr könnt die Seiten einzeln nähen oder im Ganzen. Ich zeige es euch mal. Das Schnittmuster kannst du dir unter knopf-nadel.de runterladen. Es gibt hier die Applikation mit Tasche und ein Herzchen und eben die Einzelseiten oder im Stoffbruch zugeschnitten, einmal im Ganzen. Wenn du diese Einzelteile zuschneiden möchtest, dann musst du einmal für alle 4 Seiten zuschneiden, also 4 Stücke. Wenn du das große Schnittmuster benutzt, dann kannst du hier im Stoffbruch schneiden und die länglichen Stücke einfach in der Mitte einmal falten. Du benötigst hier noch passendes Garn, Stoffklammern, vielleicht ein Fixierstift, ein Rollschneider oder eine Stoffschere. Die Stoffschere ist hierbei aber sehr wichtig, denn wir werden später auch noch die Nahtzugabe zurückschneiden. Jetzt schneide ich erstmal dieses kleine Schnittmuster zu. Ich werde hier aber beide Schnittmuster in diesem Video zeigen. Wir haben jetzt einmal die 4 Einzelstücke mit Nahtzugabe zugeschnitten und kümmern uns als erstes um den Saum. Wenn ihr im Stoffbruch zuschneidet, dann habt ihr nur ein Teil zu schneiden. Achtet darauf, dass ihr die Schrägen ordentlich schneidet. Hier, so sieht das aus, wenn der Saum eingeklappt wird und bereit zum Nähen ist. Ich zeige euch das jetzt gleich an den Einzelteilen. Wenn ihr in 4 Teilen näht, dann nehmt ihr euch ein Lineal vor und klappt den Saum mit 1,5 cm um. Ein perfektes Ergebnis erzielst du übrigens mit dem Bügeleisen. In dem Fall habe ich das jetzt aber nicht benutzt, weil das mit dem Stoff so auch sehr gut geklappt hat. Das wende ich jetzt bei allen Saumstücken an. Hier an der Seite siehst du auch den langen Zuschnitt vom Stoffbruch und klappe jetzt oben und unten jeweils immer diesen Saum einmal zurück. Wenn du das Ganze 8 Mal erledigt hast, kannst du jetzt den Saum nähen. Dafür nehme ich einen elastischen Stich. Hier funktioniert aber auch der doppelte Geradstich, weil der gut Raum lässt und die Naht trotzdem noch elastisch genug ist, um einen Überzug bilden zu können. Oben und unten kannst du jetzt jeweils mit diesem elastischen Stich festnähen. Perfekt wird es mit dem Zickzackstich. Wie gesagt, ich habe mich für den doppelten Geradstich entschieden, damit ich hier auch dieses schöne Abgesetzte vom Geradstich bekomme. Beim doppelten Geradstich muss ich auf der Vorderseite, also auf der rechten Seite nähen, damit das schön aussieht. Beim Zickzackstich kannst du auch die Rückseite nehmen und dich dann auch an der Kante des Stoffes orientieren. Ich nähe jetzt zwischen 1,5 und 1 cm an meinem Saum, damit ich den auch wirklich treffe und nicht mehrmals drüber nähen muss. Dabei orientiere ich mich hier an dieser Markierung meiner Nähmaschine. Aber wie gesagt, nutz auch gern den Zickzackstich, das ist einfacher. Wenn du applizieren möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Applikation zurechtzuschneiden. Das Herzchen kannst du ganz einfach ausschneiden, orientiere dich dabei am Schnittmuster und bring es an einer Seite an. Oder du schneidest mehrere zu und bringst an jeder Seite so ein Herz an, wie du möchtest.
Ich nutze dafür so einen Fixierstift und um mein Label anzubringen, wird das Ganze auch nochmal einmal festgepinnt mit einer Stecknadel. Der Fixierstift fungiert dabei wie ein Klebestift und fixiert somit die einfache Applikation. Übrigens ist es so, wenn du Jersey applizierst, dass du die mit dem einfachen Geradstich einfach annähen kannst, denn hier franzt nichts aus. Ich nähe jetzt wirklich einmal rundherum mit dem Geradstich und appliziere so mein Jersey-Herz. Das wird jetzt komplett knappkantig einmal angenäht. Bleibt unbedingt dran für das Ergebnis. Wir widmen uns jetzt erst einmal der Tasche. Die ist ja im Prinzip auch eine Applikation. Die schneide ich jetzt anhand des Schnittmusters einmal zu. Da kann auch wirklich so ein ganz kleiner Jersey-Rest genutzt werden, den ihr noch in der Restekiste findet. Dann klappe ich mir den Saum am Schnittmuster um und markiere mir genau diese Faltkante auf meinem Stoffstück. Das wird dann auch die Faltkante für den Saum der Tasche. An der Markierung wird dieser Saum jetzt einmal umgefaltet und umgelegt und das falten wir links auf links. Das stecke ich mir jetzt einmal fest und nähe hier knappkantig einmal ab. Dafür könnt ihr den Geradstich oder den Zickzackstich nehmen. Wenn ihr den Zickzackstich nehmt, bleibt eure Tasche ein bisschen flexibler und es passen auch größere Hörfiguren rein. Jetzt nehme ich mein Bügellineal und klappe mir alle Kanten um 1 Zentimeter um und bügle diese. So entsteht eigentlich vorab schon eure kleine Tasche. Die Nahtzugabe ist jetzt zurückgebügelt. Jetzt legen wir die Tasche auf. Ihr könnt hier wieder den Fixierstift nehmen oder mit Stecknadeln feststecken. Und jetzt wird wieder mit dem Geradstich knappkantig angenäht. Den Eingriff der Tasche oben habe ich dabei doppelt fixiert. Das ist die Stelle, wo solche Taschen einfach sehr gerne einreißen oder eben sich abfrickeln und deswegen fixiere ich das einfach doppelt. Wenn die Tasche angenäht ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn du die 4 Seiten einzeln zugeschnitten hast, hier schneide ich noch ein paar Fäden ab, dann kannst du die jetzt rechts auf rechts aufeinander legen und immer die rechte Seite aneinander feststecken. Hier wieder rechts auf rechts und nur die rechte Seite feststecken. So habt ihr wie so ein kleines Klappbuch erschaffen. Wieder nur die rechte Seite und da steckt ihr euch oben diese Schräge fest und die Seite. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt einmal festnähen. Also wir nähen jetzt entlang einmal der Schräge, dann die Gerade und dann wieder die Schräge. Schließen würde ich es jetzt noch nicht, weil es sich schwieriger näht. Wir holen dann einfach nach, das letzte Teil noch zusammenzunähen und zu schließen und rechts auf rechts zu legen. Jetzt nähen wir erstmal hier entlang. Ich habe es euch gleich mal eingezeichnet. Bei der Variante im Stoffbruch können wir jetzt einmal rechts auf rechts die Kanten aufeinander legen und genauso auch hier feststecken. Auch die Schrägen und die Geraden stecken wir jetzt hier aneinander fest und nähen sie mit dem Geradstich und 1 Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Dabei nehmen wir jetzt auch hier gleich diese schrägen Kanten und stecken auch die gleich fest. Auch hier nähen wir mit dem Geradstich und 1 Zentimeter Nahtzugabe schräg zusammen. So schaffen wir es, dass die Hülle oben und unten bündig schließen kann. Damit werden die Säume aneinander genäht. Das Schöne an Jersey ist, wenn ihr mit dem Fadenlauf näht, bleiben eure Nähte elastisch, egal ob ihr mit dem Geradstich genäht habt, also mit dem einfachen Geradstich. Das Verriegeln der Nähte solltet ihr hier nicht vergessen, denn dadurch, dass diese Hülle übergestülpt wird, sollten diese Nähte wirklich gut sitzen und auch richtig fest sein. An der Kante angekommen wird das Nähfüßchen einmal nach oben genommen, wieder abgesenkt nach dem Drehen und ihr könnt die gerade nähen. Gleich komme ich wieder an eine Kante, erhöhe meinen Nähfuß und drehe mein Nähgut. Jetzt kann wieder gerade genäht werden. Und die Naht wird wieder richtig gut verriegelt. Sollte euch der Saum ein bisschen im Weg sein, nehmt ihr jetzt euer Nahtauftrenner und schiebt ihn wieder ein bisschen drunter. Damit ihr auch eine perfekte Naht erhaltet, sollten hier keine Wülste entstehen. So werden jetzt alle 3 Seiten geschlossen. Jetzt nehmen wir uns noch die letzte Seite vor und legen auch die rechts aufeinander, denn das ist jetzt die letzte Naht, die wir hier noch schließen müssen und
diese Hülle wird danach komplett fertig genäht sein. Ich stecke mir dabei wieder die schrägen und die gerade fest und es wird wieder mit 1 cm Nahtzugabe geschlossen. Unsere Hörbox-Hülle wird damit komplett fertig genäht. Gleich siehst du wieder eine Variante, die im Stoffbruch zugeschnitten wurde. Jetzt werde ich alle Nahtzugaben einmal zurückschneiden. Achtung, bitte nicht in die Naht schneiden, sonst musst du es nochmal zusammennähen. Dabei schneide ich das wirklich sehr knapp an der Naht zurück, nur dann sieht es wirklich professionell und perfekt aus. Wieder eine positive Eigenschaft des Jersey-Stoffes, er ist nicht nur dehnbar, sondern er franzt eben auch nicht aus. Deswegen ist es kein Problem, wenn du hier mit dem Geradstich gearbeitet hast. Jetzt nimmst du dir die Hörbox vor und ziehst diesen Anzug über die Hörbox von unten nach oben. Also am besten wäre es, wenn du sie auf den Kopf legst und das dann von unten drüber stülpst. Und so sieht es dann fertig aus. Ich mag es am liebsten, wenn die Tasche oder die Applikation an der Seite sind. So wird das Hörvergnügen nicht geschmälert und das ist nicht ganz so viel vor dem Lautsprecher. Dabei ist Jersey so schön dünn, dass man auch trotzdem noch alles sehr gut hört. Für die kleine Tasche hatte ich jetzt keine Beispielfigur, deswegen habe ich hier mal meine Schere reingetan. Da sieht man auch, wie schön dehnbar die ist. Da können auch größere Figuren rein. Die Box kann trotz des Überzugs ganz normal genutzt werden und auch auf die Ladestation gestellt werden. Das ist kein Problem. Bei den Mustern kann man sich hierbei auch so richtig austoben. Auch beim Garn kann man hier nochmal schöne Akzente setzen und auch Label unterbringen. Wirklich ein tolles Geschenk für Groß und Klein. Also ich bin super begeistert. Wir haben hier einmal ganz viele Stoffreste vernähen können und es ist auch noch ein wunderschönes Geschenk. Das kann man zu jedem Kindergeburtstag oder eben auch zu Weihnachten verschenken. Wenn ihr mehr solcher tollen Tipps sehen wollt, denn in den nächsten Videos wird es jetzt immer mal wieder um Stoffreste gehen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!